Ha, mein neuestes Hacking-Tool ist fertig. Nice, das wird der beste Angriff, den die Welt je gesehen hat. Ich werde ganz Twitter offline schalten, damit Elon Musk es nicht mehr kaufen kann. Und Meinungsfreiheit, dass ich nicht lache. Und Coca-Cola und NFTs hack ich nebenbei noch. Alles offline war jetzt aber auch echt 5 Jahre harte Arbeit. Hoffentlich klappt auch alles. Schnipp, schnapp, Kabel ab. Das war der einfachste Denial of Internet meines Lebens. So, jetzt starten wir aber mal mit den Hacking News. Wir fangen an mit Beanstalk. Nein, das hat diesmal nichts mit den Rocket Beans zu tun. Beanstalk ist eine DeFi, also eine Decentralized Finance Plattform. Die dahinterstehende Kryptowährung Beans ist nun aufgrund eines Hacks komplett kollabiert, den ich übrigens sehr interessant fand. Denn ein klassischer Hack war das nicht. Es war ein sogenannter Flash-Loan-Angriff. Hinterlegt man bei Beanstalk Geld, bekommt man die Möglichkeit, die Weiterentwicklung von Beans oder Beanstalk mitzubestimmen, indem man eine Währung namens Stalk und Seed Rewards bekommt. Das System hinter Beanstalk stellt sicher, dass man nur einmal wählen kann, was man haben möchte. Genau diesen Mechanismus konnten die Angreifer allerdings durch einen Bug im Code umgehen, wodurch im Endeffekt ein Stück Code vorgeschlagen wurde und sie das ganz nach oben gewotet haben, das den Hackern das komplette Geld auszahlt. Die anderen Teilnehmer am Netz konnten nicht dagegen voten, weil durch das defekte Voting-System sie die Mehrheit alleine inne hatten, also die Hacker. Und dadurch wurden etwa 182 Millionen Dollar aus den Smart Contracts entleert. Die Hacker haben diese Gelder, die ja in Kryptowährung vorliegen, erst geteilt und 250.000 Dollar an die Ukraine gespendet und den Rest anschließend mit einem Mixing-Service anonymisiert. Jetzt kann man sie nicht mehr auffinden. Beanstalk hat dennoch versucht, via Twitter mit den Hackern Kontakt aufzunehmen, aber bisher ist noch nichts bei rausgekommen. Nicht ganz so brutal und kompliziert war der Hack des Rathauses Schriesheim. Die wurden wohl Opfer einer ganz normalen Ransomware-Attacke, also alle Daten wurden erst gestohlen und dann verschlüsselt. Da die Erpressernachricht der Hacker wohl nur auf Englisch vorlag, geht man aber nicht von einem gezielten Angriff auf das Rathaus aus, sondern eher von einer sehr breit ausgelegten internationalen Aktion, vermutlich via Social Engineering, wie zum Beispiel Phishing-Mails. Problematisch ist allerdings, dass sogar Kindergärten und Schulen davon betroffen waren, also wohl überhaupt keine Trennung der Netzwerke stattgefunden hat. Ich sehe bei unseren Behörden da wirklich noch einiges an Luft nach oben. Immerhin ist ein Backup vorhanden, von dem nun alle Systeme wiederhergestellt werden können, aber auch das dauert wohl sehr lange. Bevor wir aber zu den richtig üblen Hacks kommen, hier noch die aktuellen Warnungen für euch. QNAP, einer der führenden Hersteller für NAS-Systeme, also Network Attached Storage, quasi wie ein eigener Cloud-Speicher nur zu Hause, drängen gerade ihre Nutzer dazu, Universal Plug-and-Play Port Forwarding zu deaktivieren. UPnP erlaubt Geräten dynamisch Netze zu betreten, IPs zu beziehen und diese Netze auch zu verlassen. Und mit Port Forwarding werden dort sogar noch Gruppen erstellt, zwischen denen man Daten teilen kann. Das Problem ist, das geht alles auch ohne Authentifikation, also ohne Login. QNAP hat nun eine Warnung ausgesprochen, dass Hacker genau diese Systeme nutzen könnten, um bösartige Dateien in euer Netzwerk auf eure NAS-Systeme zum Beispiel zu bekommen. Denn UPnP kann ein Gerät auch aus einem öffentlichen Netzwerk aus zugänglich machen. UPnP solltet ihr an eurem QNAP NAS also ausstellen, Portfreigabe auch an eurem Router bitte ausmachen. Beides sollte im Idealfall grundsätzlich deaktiviert sein, außer ihr wisst ganz genau, was ihr da tut. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung von QNAP findet ihr unten in den Quellen verlinkt. Eine zweite Warnung geht raus an alle Linux-Nutzer. Ihr müsst jetzt stark sein, denn Microsoft, hat eine Schwachstelle in Linux gefunden. Die kann dazu führen, dass ein normaler Nutzer plötzlich Adminrechte hat. Unter dem Namen Nimbus Porn versteckt sich genauer gesagt nicht nur ein Angriff, sondern eine ganze Reihe an Angriffen, die miteinander kombiniert werden. Aber speziell Systemd ist betroffen. Und ja, ihr könnt gerne mal über Systemd in den Kommentaren diskutieren. Würde mich wahnsinnig mal interessieren, wie da das Bild in der Community ist. Und auch alle Lenovo-Kunden sollten bitte aufpassen. In über 100 verschiedenen Lenovo-Geräten findet sich eine Schwachstelle auf Firmware-Level, also ganz tief im System drin. Damit könnten Hacker auf eurem System bleiben, selbst wenn ihr eure Festplatte austauscht oder das Betriebssystem neu installiert. Ein richtig mieses Teil also.
In einem BIOS-Update könnt ihr diesen Fehler beheben. Das müsst ihr allerdings von Hand durchführen. Das kann Lenovo nicht ohne euch machen, denn dazu muss der PC ausgeschaltet sein und ja, dann muss man das durchführen. Und ich bin ehrlich, die Handvoll BIOS-Updates, die ich bislang gemacht habe, jedes Mal habe ich ordentlich Herzklopfen des Todes bekommen, denn wenn da was schief geht, könnt ihr den Rechner wegwerfen. Macht das also am besten zu einem Zeitpunkt, wo ihr auf das Teil nicht angewiesen seid und macht davor auf jeden Fall ein Backup, wobei ihr das so oder so machen solltet. Also macht ein Backup. Wir kommen aber noch mal ganz kurz zu kritischer Infrastruktur. Na, wovor warnen wir immer? Dass Stromversorger gehackt werden. Das ist nun mit den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen passiert. Am Ostermontag waren die internen Netzwerke plötzlich nicht mehr so erreichbar, wie sie es eigentlich sein sollten. Allerdings, so der Werksleiter, sind die Anlagen weiterhin von Hand steuerbar und die wichtigsten Teile der kritischen Infrastruktur sind über separate Netze verfügbar. Sprich, die Energieversorgung, Wasser, Abwasser etc. sind weiterhin vorhanden. Nur einige Tätigkeiten gehen aktuell nicht so gut. Apropos kritisch. Kennt ihr den effektivsten Denial of Service ever? Einfach Kabel durchschneiden. Ja, das ist tatsächlich passiert, und zwar in Frankreich, und niemand weiß, wer es war. Aber es wurden wohl gezielt wirklich 3 extrem wichtige Kabel zerschnitten, wodurch sehr viele Kunden des Anbieters SFR, also einem großen französischen Anbieter, zwischen Paris, Lyon, Rouen oder wie auch immer und Straßburg Störungen hatten. Man geht aber davon aus, dass die Angreifer exakt wussten, was sie wann, warum und womit vorhatten. Also die Tools waren alle perfekt abgestimmt, sie wussten, wo sie suchen mussten. Ein gezielter Angriff also. Und wenn wir ein bisschen spekulieren wollen, zum Beispiel, was Rathäuser gerne infiziert, dann werfen wir doch mal einen Blick auf Emotet. Das Botnetz hat ein Upgrade bekommen, und zwar auf 64-Bit. Man sollte eigentlich meinen, dass das schon lange passiert ist, aber nein, jetzt erst. Und wird dadurch wohl auch weniger von Antivirensoftware erkannt. Ist man mit Emotet befallen, schickt man automatisch auch Mails mit Malware an alle seine Kontakte, wodurch sich das Ding natürlich sehr viel weiter und schneller verbreitet. Und siehe da, in den letzten Monaten hat sich die Aktivität von Emotet mindestens verzehnfacht. Mittlerweile werden sogar teilweise Threads in E-Mails übernommen. Und hat man das dann eine Weile drauf gehabt, dann wird alles verschlüsselt und man wird erpresst. Im aktuellen Bericht von Checkpoint wird Emotet als Nummer 1 aller aktiven Malwares aufgelistet. Seid also bitte ganz besonders vorsichtig aktuell. Und wir haben noch einen Akteur wieder zurück. Revil. Habt ihr sie schon vermisst? Die Revil Ransomware Server im Tor-Netzwerk sind wieder zurück und verweisen auf eine neue Operation der Gruppe. Als kleine Erinnerung, Revil ist eine Ransomware as a Service Game, also RAAS. Sprich, die programmieren eine Malware, jemand anders bringt sie auf die Systeme, zum Beispiel mit einem Trojaner per E-Mail, und die Macher von Revil versprechen dann auf ihrer Website eine 80-20-Aufteilung von dem Lösegeld, das man erpresst, und stellen dafür dann auch das Callcenter etc. bereit. Ebenfalls bemerkenswert sind die 26 Seiten an Opfern, also Seiten voller Opfer, die da aufgelistet werden. Einige Hackerforen spekulieren allerdings darauf, dass das Ganze nur eine Falle des FBI sein könnte, denn eigentlich wurde Revil offiziell beendet in einer Zusammenarbeit von Russland und den USA. Wir werden sehen. Doch aktuell dreht sich ja alles um Lapsus, die in wenigen Monaten gefühlt alles auf der Welt außer Google ein- oder zweimal gehackt haben. Auch T-Mobile hat nun einen Einbruch in ihre Systeme zugegeben. Ihr schaut verwundert. Ich habe ja vor einigen Wochen von Festnahmen berichtet, wo auch der mutmaßliche Kopf von Lapsus festgenommen wurde. Ja, richtig, aber T-Mobile ist einfach unfassbar langsam in der Kommunikation gewesen. Sie sagen, dass der Hack several weeks ago war. Die Hacker nutzten gestohlene Login-Daten, um so ins interne Netzwerk zu kommen, wo allerdings wohl keine sensiblen Kunden- oder Regierungsinformationen gestohlen wurden. Das Monitoring-System hat laut einem Sprecher alles entdeckt. Der Sicherheitsforscher Brian Krebs hat allerdings beim Durchwühlen der vermeintlichen Chats von Lapsus, die ja geleakt wurden, Hinweise auf gestohlenen Source-Code von T-Mobile gefunden. Hoffentlich waren da nicht noch mehr Login-Daten enthalten. Ein weiterer Fehler betrifft die Programmiersprache Java. Mal wieder, ihr erinnert euch vielleicht an Log4j. Ein relativ lustiger Fehler im Code einer Bibliothek für Kryptographie war das Ganze eigentlich. Man muss beim Programmieren von Krypto immer extrem aufpassen.
Im Fall des ECDSA, also einem kryptografischen Algorithmus, darf als Unterschrift zum Beispiel nicht die Zahl 0 gewählt werden, denn sonst ist die Unterschrift einfach immer gültig. Ein Sonderfall also. Aber genau dieser Vergleich wurde in dieser Bibliothek nicht einprogrammiert. Was heißt das also für euch? Durch diesen Fehler hätte jeder Hacker jederzeit eine gültige digitale Unterschrift erzeugen können. Diese Unterschriften beweisen zum Beispiel, dass youtube.com wirklich youtube.com ist. Sie beweisen, dass minecraft.exe wirklich von Minecraft ist und ihr dem Spiel vertrauen könnt. Bei Dokumenten, bei Verträgen und noch so viel mehr, überall sind diese digitalen Unterschriften zu finden. Kann man die fälschen, ist eigentlich keine Echtheit mehr garantiert, was zu massiven Angriffen führen kann. Oracle hat dem Ganzen auf einer Skala von 1 bis 10 trotzdem nur eine 7,5 gegeben, was zwar recht hoch ist, meiner Meinung nach hätte das Ganze aber eine glatte 11 von 10 sein können und jeder von euch sollte dringend Java, falls ihr es nutzt, aktualisieren. Gerade wird aber auch bei Coca-Cola untersucht, ob man vielleicht einem Hacker zum Opfer gefallen ist. Grund dafür ist, dass die Hackergruppe Stormus Gang behauptet, sie hätten auf Coca-Colas Servern 161 GB an Daten abgeschlürft. Die Daten stehen derzeit für ca. 65.000 $ zum Verkauf auf ihrer eigenen Darknet-Website, darunter auch, wie üblich, Accountdaten der Käufer vom Online-Shop. Den Angriff auf Coca-Cola, so die Stormus Gang, habe man übrigens gestartet, weil, jetzt festhalten, in ihrer Telegram-Gruppe eine Abstimmung auf Coca-Cola gezeigt hätte. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Weiter geht's mit NFTs. Ihr kennt ja mittlerweile diese weirden Bildchen, die unfassbar teuer sind. Jeder kann sie runterladen und verwenden, aber nur eine Person hat das digitale Recht daran und kann das auch irgendwie weiterverkaufen. Die wohl teuerste und exklusivste Kollektion dieser komischen Bildchen sind die sogenannten Bored Apes, also die gelangweilten Affen, die wiederum algorithmisch erstellt werden und vom Bored Ape Yacht Club rausgegeben werden. Zum Vergleich, der günstigste Affe, also das günstigste Besitzrecht an einem so einen Affen, kostet 40.000 $. Nun haben Hacker den Instagram-Account des Bored Ape Yacht Clubs übernommen und an die Follower bösartige Links gesendet. Auf den haben einige User nun geklickt und so konnten die Hacker insgesamt das Besitzrecht an 24 Bored Apes und 30 Mutant Apes an sich überweisen. Mit einem Gesamtwert von mehr als 13 Millionen $. Für ein paar Bilder, die man runterladen kann. Aber mal ehrlich, jetzt da alle davon wissen, dass diese speziellen Affen betroffen sind, wird vermutlich niemand mehr diese speziellen Affen kaufen und somit haben die Hacker irgendwie auch nicht wirklich Gewinn gemacht, denn sie können das Ganze ja nicht verkaufen, sprich es ist gar nichts mehr wert. Auf der anderen Seite, vielleicht überschätze ich die Menschheit einfach hier wieder mal, aber wer weiß. Im Cyberkrieg der Woche tut sich, wie so üblich, China hervor. Diesmal haben chinesische Hacker, genauer, so hat SecureWorks das analysiert, steckt die Gruppe Mustang Panda dahinter, also eine staatlich finanzierte Hackergruppe von China, russisches Militärpersonal angegriffen. Sie nutzten dabei den Trojaner PlugX, der Zugriff auf die Systeme verschafft und auch hier, um auf die Systeme zu kommen, wurde von den Angreifern eine normale ausführbare Datei versandt. Per E-Mail zum Beispiel. Die hatte allerdings ein PDF-Icon und deswegen haben die Leute da eher drauf geklickt. Es war in Wahrheit aber natürlich diese ausführbare Datei, sprich der Trojaner. Im Grunde war das also auch wieder nur Social Engineering. Laut dem Bericht steht der Angriff in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Genaueres ist aber leider nicht bekannt. Unser Hack der Woche ist allerdings mal wieder das, was am meisten Aufmerksamkeit immer noch benötigt und von der Politik immer noch vehement ignoriert wird. Die Rede ist von Pegasus, dem berühmten Staatstrojaner der NSO Group aus Israel, über den ich ja schon wirklich wahnsinnig viel erzählt habe. Deutschland nutzt meines Wissens nach immer noch eine modifizierte Variante davon, obwohl damit Journalisten, Oppositionspolitiker, ausländische Botschafter und noch mehr bespitzelt wurden. Und ja, auch in Europa. Ihr findet das volle Video auf meinem Kanal, den ihr an dieser Stelle mal sehr gerne auch abonnieren dürft. Nach etlichen Empörungen, Skandalen, Skandälchen und so weiter und so fort, welche doch ach so demokratischen Länder das Ding gegen ihre Opposition eingesetzt haben, kam nun noch ein weiterer Bericht über Katalonien ans Licht.
Citizen Lab, die mit katalanischen Forschern gemeinsam den Fall untersucht haben, haben nun veröffentlicht, dass zwischen 2017 und 2020 insgesamt 65 Menschen, mindestens 65 muss man dazu sagen, auch bei ihnen mit Pegasus oder dem Nachfolger Candiru infiziert wurden. Darunter waren NGOs, also nicht Governmental Organizations, Aktivisten, Akademiker und auch die Regierung von Katalonien, die ja eine autonome Gesellschaft in Spanien darstellen. Ich zitiere mal. The highest levels of Catalan government to members of the European Parliament, legislators and their staff and family members. Die Täter kann man nicht ermitteln. Daher nochmal der Aufruf. Sollte Deutschland so etwas wirklich gegen potenzielle Straftäter im eigenen Land einsetzen dürfen? Ich denke nicht, denn damit finanzieren wir ja diese Firma, um noch mehr solche Trojaner zu entwickeln. Wo wir aber doch gerade schon bei den Politik-News sind, bleiben wir doch auch dabei. Denn auch die EU hat wieder mal etwas vor. So soll derzeit an einem Bitcoin-Verbot hinter verschlossenen Türen gearbeitet werden. Einige geleakte Dokumente zeigen nun, was genau passiert. Die Kritik liegt vor allem am sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus. So kritisieren Umweltaktivisten und einige Politiker, die an dem Verbot arbeiten, dass Bitcoin eben Strom verbraucht. Aktuell etwa 130 Terawattstunden pro Jahr, was etwas mehr als ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs von Deutschland im Jahr 2020 war. Das wird kritisch gesehen und zudem wird kritisch gesehen, dass etwa in den USA in ausgemusterten Kohlekraftwerken Mining betrieben wird. Ein spezielles Bitcoin-Verbot soll deswegen kommen, weil die EU wohl andere Kryptowährungen wie Ethereum nicht bestrafen will. Ethereum stellt gerade auf Proof of Stake um, wodurch kein bzw. kaum Strom verbraucht wird. Kritiker von Proof of Stake sehen darin allerdings ein weniger sicheres Verfahren als bei Proof of Work und Florian Glatz, um ihn mal zu zitieren, nicht dieselbe Resilienz. Man solle daher lieber Miner dazu zwingen, nur mit Ökostrom zu minen, anstatt es komplett zu verbieten, ist die Idee. Die Idee mit dem Mining-Verbot ist nicht neu, wenn ihr euch mal an den Versuch der schwedischen Behörde erinnert, Mining in der EU zu verbieten. Das lässt sich aber kaum bis gar nicht realisieren, denn Behörden können kaum sehen, ob ich jetzt gerade mit meiner Grafikkarte zocke, neuronale Netze berechne oder Kryptos mine. Und ja, ich weiß, dass man mit Grafikkarten momentan eigentlich kein Bitcoin meint, aber Proof of Work kann ich auch mit meiner Grafikkarte machen. Außer natürlich, ich mache das in ganz großem Stil, dann kann man das wunderbar an meinem Stromverbrauch erkennen. Außerdem passiert in der EU insgesamt eigentlich wenig Mining. Ein vollständiges Verbot von Bitcoin ist auch eher undenkbar, dazu ist das System einfach viel zu wichtig. Ein etwas, sagen wir, lustigen Ansatz findet man in einem Dokument. Man könne ja auch Bitcoin dazu zwingen, zu Proof of Stake zu wechseln, ist die Idee. Das ist das, wozu Ethereum, wie gesagt, gerade wechselt. Denkbar wäre aber auch ein vollständiges Handelsverbot und das ist wahrscheinlich das Realistischste. Das heißt, ich kann nirgends mehr Bitcoin kaufen oder verkaufen, was effektiv einem Verbot gleichkommt, denn ja, man kann damit nichts mehr machen. Außer natürlich, ich habe Connections ins Ausland, die mir dann meine Coins abkaufen und mir dann Geld schicken. Es gibt also einen Haufen Ideen, wenig Konkretes, aber ich kann euch sagen, da wird auf jeden Fall noch was auf uns zurollen. Bevor wir zu noch zwei großen politischen Punkten kommen, sei hier kurz erwähnt, dass sich aktuell auch die Schweizer Armee zusammen mit 33 weiteren Ländern an einer Übung namens Locked Shields in Estland beteiligt. Locked Shields ist eine internationale Cyber-Defense-Übung mit besonders komplexen Live-Challenges und läuft eigentlich ähnlich ab wie klassische CTFs. Die Red Teams, also die Hacker, greifen Server der Blue Teams, also der Verteidiger, an. Ziel ist, die Server zu übernehmen, beziehungsweise für das Blue Team die Server abzusichern. Letztes Jahr, um mal das ganze Ausmaß, also die Größe von dem ganzen Event zu zeigen, letztes Jahr waren das insgesamt 5000 virtuelle Systeme, die mehr als 4000 Lücken hatten. Schweden gewann letztes Jahr, ich würde es aber zu gerne mal live sehen, denn die Technologien und das Können der Teilnehmer, ich glaube, das ist einfach ziemlich einzigartig weltweit. Auch diese riesigen Ausmaße einfach. Sehr spannend finde ich auch, was die Bundesnetzagentur jetzt beschlossen hat. Stream On und Vodafone Pass sind illegal, weil sie gegen die Netzneutralität verstoßen. Kurz dazu. Netzneutralität besagt, dass jeglicher Verkehr im Internet gleich behandelt wird. Mit Stream On
Holt man sich aber zum Beispiel einen Telekom-Vertrag, der einem 6 GB Datenvolumen gewährt. Für viel zu teuer, weil wir natürlich in Deutschland sind. Aber wenn ihr Netflix guckt oder Spotify hört, dann geht das nicht von eurem Datenvolumen ab. Das hat zur Folge, dass wenn ihr eure 6 GB aufgebraucht habt, ihr nur noch Netflix gucken könnt oder Spotify hören könnt. Wenn ich jetzt allerdings meine Website endlich mal veröffentlichen würde, könntet ihr dort nicht mehr vorbeischauen, denn euer Datenvolumen ist ja leer. Dazu müsste ich jetzt mit der Telekom oder mit Vodafone einen Vertrag abschließen als Anbieter. Der kostet mich extra und eventuell auch euch nochmal zusätzlich als Konsumenten. Dadurch werden kleinere Anbieter effektiv benachteiligt und können sich kaum etablieren. Dazu kommt noch, dass Vodafone, Telekom, aber natürlich auch in dem Fall Netflix Interesse daran haben, dass ihr wenig Datenvolumen insgesamt habt. Denn habt ihr viel Datenvolumen, könnt ihr genauso gut Morphlix gucken. Habt ihr kein Datenvolumen, könnt ihr nur Netflix gucken. Viele sehen das als einer der vielen Gründe, warum auch Mobilverträge bei uns in Deutschland so unfassbar teuer sind. Es wird nun also ein Jahr Übergangszeit geben und danach ist das Ganze verboten. Ab dem 1. Juli darf Stream On und Vodafone Pass nicht mehr verkauft werden. Bis März nächsten Jahres müssen die Verträge mit Altkunden beendet sein. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal vernünftige Verträge hier, so wie eigentlich in allen anderen Ländern dieser Welt. Ganz besonders ist aber natürlich der DSA, der Digital Services Act. Also das digitale Dienstegesetz der EU, das nun in die letzte Phase gegangen ist. Der DSA wird an manchen Stellen als Ende des Wilden Westens im Cyberspace genannt, aber ihr seht an der Formulierung selbst, wie tief sich diese Leute im Cyberspace befinden. Zu Beginn sei vielleicht kurz gesagt, dass sich der DSA nach der Größe der Unternehmen richtet. Grundsätzlich aber an alle, die mehr als 45 Millionen monatliche User haben, sind betroffen. Behörden können zukünftig dann allen Anbietern ohne Richterbeschluss und grenzüberschreitend, also sprich von Deutschland auch nach Frankreich oder so, Anordnungen schicken, um gegen Hate Speech, Kindesmissbrauch, Desinformation oder Urheberrechtsverletzung vorzugehen. Solche Angebote müssen dann auch gesperrt werden und bei schweren Straftaten auch direkt der Polizei gemeldet werden. Da es so unfassbar viele Auflagen und Änderungen sind, werde ich dazu allerdings ein separates Video erstellen. Allerdings erst, wenn wirklich alles beschlossen ist, denn auch hier gilt wieder, dieser Act ist einer der am stärksten umkämpften und am stärksten lobbyierten. Ständig kommt noch eine Partei und hat noch irgendwas zu ändern. Der Deutsche Journalistenverband zum Beispiel hat den hier vorgestellten Kompromiss auch jetzt schon als verfassungswidrig bezeichnet. Weil eben zum Beispiel Upload-Fehler viele Fehler machen und man als Journalist dann zensiert werden könnte. Und irgendwie macht es wenig Sinn, etwas dann zu veröffentlichen, was nur 2 Wochen gültig ist hier auf dem Kanal. Aber für die Zeit habe ich ja die IT-Trends. Wie gesagt, vollständiges Video kommt, wenn es dann wirklich konkret ist. Der nächste Punkt ist, wie soll ich sagen, nicht so angenehm. In Bologna, einer Stadt in Italien, wird derzeit ein sogenanntes Smart Citizen Wallet getestet. Damit sollen die Menschen Punkte für ordentliche Mülltrennung oder ordentliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sammeln können. Die Punkte heißen Tugendpunkte, kein Witz. Für was die Punkte eingesetzt werden können, ist noch nicht ganz klar. Wer jetzt aber auch direkt das Social Scoring System aus China im Kopf hat, jupp, genau das ist eigentlich das. Und theoretisch darf das laut EU gar nicht sein. Kommt aber wohl doch. Wenn ihr mehr über die Möglichkeiten und Folgen erfahren wollt, ich habe ein extra Video zu dem chinesischen System, das ich euch in der Endcard verlinken werde. Kommen wir aber deshalb doch direkt mal zu den Privacy News. Oh, Apple hat jetzt einen Scanner für Nacktbilder in ihren Messenger. Ach verdammt. Die Idee ist allerdings gar nicht mal so schlecht. In einem Testlauf wird das Ganze in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland ausgerollt und die bekommen dann diese KI einfach. Und die wird nur aktiviert, sofern der Kinderschutz auf dem Smartphone aktiviert ist. Das heißt, die Bilder werden dann automatisch geblockt. Also das Kind kann sie einfach nicht ansehen. Das Kind kann dann selber entscheiden, ob es das Foto eben A sehen möchte, B die Person blockieren möchte oder zum Beispiel C eine Vertrauensperson einschalten will. Das ist eine abgespeckte Variante zur Chatkontrolle, denn die Daten bleiben für immer auf dem Smartphone und eine Anzeige geht auch nicht automatisch raus. Verschlüsselung wird auch nicht aufgebrochen.
Dadurch verschwinden sehr viele der Nachteile, die die Chatkontrolle hat. Stigmatisierung, Kinder, die verknackt werden, ein überlastetes BKA, das haufenweise Strandfotos bekommt, die gibt es dann ja alle gar nicht mehr. Selbst die Fehlerquote wäre nicht so dramatisch, denn im Zweifel kann das Kind ja die Eltern einschalten, die können nachgucken und sagen, hey Kind, hier schau mal, kein Problem, guck's dir an. Was meint ihr zu dieser Variante? Habe ich vielleicht was übersehen? Und noch eine hübsche Änderung. Google ändert Regeln für die Barrierefreiheit. Die wurden nämlich zweckentfremdet, sodass Apps Telefonanrufe mitschneiden können. Ab dem 11. März wird das verboten, also von Google aus. So zumindest die neue Richtlinie für Entwickler. Ich hoffe, Apps, die sich da nicht dran halten, fliegen dann auch aus dem Store raus. Man sollte allerdings dazu sagen, dass Dinge, die Administratorrechte haben, also zum Beispiel die Telefon-App von Xiaomi, die können das immer noch, denn Administratorrechte sind über allem, über allen anderen Berechtigungen. Und wir hatten ja schon mal gehört, dass manche Apps sogar über Vibration alles mitlesen oder mithören können. Der Aufreger der Woche, beziehungsweise einer davon, geht an C-Templar. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die waren einer der E-Mail-Anbieter, die ich für ihren hohen Privatsphäre-Anspruch gelobt habe in meinem E-Mail-Vergleich. Tja, die machen jetzt dicht. Und zwar komplett. Ab dem 26. Mai wird ohne eine Angabe von Gründen der komplette Service einfach eingestellt. Wer eine Lizenz hatte bzw. hat, kann zwar einen Refund beantragen, allerdings ist ein Umzug von Mails immer sehr, sehr übel. Die Gefahr, einen Account irgendwie zu vergessen und nicht mit umzuziehen, besteht leider und so ist ein Wechsel wirklich kein Spaß. Hier nur etwa einen Monat als Übergangszeit anzubieten und nicht die Option zu bieten, weiterhin die Mails zumindest umzuleiten, ist eigentlich schon einen richtig harten Fail wert. Da wir aber 2 Wochen hatten, ich denke, der allergrößte Aufreger der Woche geht an Herrn Elon Musk. Der hat sich nämlich Twitter reingelötet. Für insgesamt 44 Milliarden $. Das alleine ist schon krass genug, aber hey, Geld und so. Auf jeden Fall ist der Aufschrei nun riesig. Bei knapp 400 Millionen Nutzern sind das übrigens etwa 100 bis 150 € für die Daten von jedem einzelnen Datensatz. Das ist günstiger als jeder Hacker, ich sag's wie es ist. Auf jeden Fall besteht nun die Befürchtung, dass Elon weniger konsequent bannt und dadurch eventuell Populismus oder Hate Speech eine Bühne liefert. Die Regeln der Social-Media-Plattform obliegen nämlich nun ihm. Andere befürchten, dass auf Twitter eine Plattform mit erzwungenem Algorithmus erscheint, wo man sich dauerhaft nur beschallen lässt, aber keine Kontrolle mehr hat, ob einem wirklich alles angezeigt wird. Ähnlich wie bei Facebook, weil halt Algorithmus und so, ne, ihr kennt das ganze Spiel. Andere vermuten, dass Musk die Plattform für Influencer attraktiver machen möchte, was ich persönlich gar nicht so schlecht fände. 2 Änderungen, die bislang allerdings nur wenig diskutiert wurden, könnten folgende sein. Elon Musk hat angekündigt, dass er eventuell eine Klarnamenpflicht einführen möchte, um unter anderem Spam-Bots zu eliminieren. An anderer Stelle hat er eine Änderung der blauen Haken angesprochen, die ich übrigens auch sehr begrüßen würde. Aktuell könnte nämlich jeder einen Account mit meinem Namen anlegen und ich müsste händisch reporten. An anderer Stelle hat Elon Musk auch eine Umfrage gestartet, ob der Twitter-Algorithmus Open Source werden soll, also jeder ihn ansehen können soll. Das könnte interessant und spannend werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur eine KI ist. Dann würden wir vermutlich wenig daraus lernen, denn aus den Gewichten lässt sich meistens wenig Information herausfinden. Und das ist im Endeffekt auch alles, was eine KI hat. Auch sehr geil wäre eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Twitter-Nachrichten, die Musk ebenfalls in einem Tweet angekündigt hat. Also eine Verschlüsselung, sodass Twitter nicht weiß, was in euren Nachrichten drin steht, sondern nur ihr und euer Gesprächspartner. Ähnlich im Endeffekt wie bei Signal oder anderen verschlüsselten Messengern. Bislang muss man aber sagen, das sind alles nur Gerüchte. Es sind viele, aber es sind nur Gerüchte. Man weiß noch gar nichts. Es steht noch nicht mal fest, ob Elon Musk wirklich kaufen wird. Und ja, Elon Musk labert viel, wenn der Tag lang ist, beziehungsweise auch wenn der Tag kurz ist. Und im Notfall hat ja jeder immer noch die Möglichkeit, zum Mastodon zu wechseln. Ihr findet übrigens mein Mastodon, Twitter und meine ganzen anderen Plattformen in diesem bio.link-Link in der Beschreibung unten. Auch die EU, die sich ja schon lange eine eigene soziale Medienlandschaft wünscht, ist nun auf den Zug aufgesprungen und hat sich eine eigene Mastodon-Instanz erstellt. Ihr könnt ein Video zu diesem ganzen Thema selbstverständlich erwarten, aber kompliziert ist es eigentlich nicht. Mastodon ist quasi wie Twitter. Unser Fail der Woche bezieht sich auch auf eine Social-Media-Plattform, Facebook.
Die haben jegliche Kontrolle verloren, also buchstäblich, zumindest was ihre Daten angeht. Das belegt ein Dokument, was dem Magazin Motherboard zugespielt wurde. Dort sprechen Facebook-Mitarbeiter, die für Datenschutz zuständig sind, darüber, dass sie eigentlich gar nicht richtig erklären können, wie ihre Systeme ihre Daten nutzen. Oder, um die Mitarbeiter zu zitieren, "The where it goes part is, broadly speaking, a complete shit show." Nicht meine Worte, aber ich denke mal treffend. Genau das, also das Aufschreiben, wo was wann hinfließt, ist aber nötig, wenn man die DSGVO einhalten möchte. Die Daten sind laut den Mitarbeitern wahnsinnig verteilt auf alle Facebook-Systeme und nachzuvollziehen, wohin sie eigentlich wandern, ist fast unmöglich, sagen sie. Man kann dadurch nicht versprechen, dass Daten von Nutzern nur für einen angegebenen Zweck genutzt werden, aber auch das ist für die DSGVO nötig. Ein Facebook-Mitarbeiter widersprach den Behauptungen und argumentierte, dass das Dokument ja eigentlich kein Beweis ist. Facebook entspricht, so der offizielle Sprecher, den Datenschutzanforderungen und wird seine Infrastruktur weiterhin anpassen, damit das auch gewährleistet bleibt. Allerdings scheint der Bericht doch echt zu sein, was weitere Mitarbeiter bestätigten. Unser zweiter Fail der Woche geht an das Parkleitsystem in Frankfurt. Erinnert ihr euch noch an Log4j? Vermutlich die schlimmste Sicherheitslücke letztes Jahr. Das halbe Internet hat gebrannt, manches brennt noch heute, wie eben auch das Parkleitsystem in Frankfurt. Dort sollen Tafeln angeben, wie viele Parkplätze in den jeweiligen Tiefgaragen existieren. Ihr kennt das Spielchen. Leider musste man allerdings das System wegen der Gefahr durch Log4j vom Netz nehmen und somit zeigen die Tafeln quasi gar nichts mehr an. Lustig finde ich persönlich, dass das jetzt Ende April 2022 passiert ist, während diese Lücke, also Log4j, seit Ende letztem Jahr intensiv gewarnt wird davor. Scheint wohl doch nicht ganz so wichtig zu sein. Kommen wir doch wohl bald in einer Welt voller Watchdogs an. Zu fast guter Letzt gibt es heute einen Win der Woche. Wie unerwartet, da habt ihr nicht mit gerechnet, oder? Es geht um die Open Source Security Foundation, eine Stiftung, die 2020 von der Linux Foundation gegründet wurde. Damit soll die Sicherheit von Open Source besser werden. Wie passend zu dem Thema von letzter Woche, oder? Die wichtigsten Geldgeber waren Google und Microsoft mit insgesamt 5 Millionen $, die nun verteilt werden können. 300.000 $ fließen direkt als erstes Projekt in Node.js, welches wohl eines der größten und wichtigsten Open Source Projekte aktuell darstellt. Mit Node.js entwickelt man APIs zum Beispiel in JavaScript, häufig mit dem Framework Express zusammen. Das ist mittlerweile so groß und wichtig geworden, dass ein Großteil der Web-Backends Node benutzt und ich kann daher vollkommen verstehen, wieso man das Geld da reinfließen lässt. Ich hoffe, es hilft. Zusätzlich sind noch ein Alpha-Team zum Schwachstellen aufspüren und ein Omega-Team für langfristige Security in Planung, die in mehr als 10.000 Open-Source-Projekten Sicherheitslücken finden wollen. Das ist wirklich ambitioniert. Falls ihr Node.js oder erstmal das Express-Framework lernen wollt, verlinke ich euch meine Tutorials direkt in der Endcard. Unser Bericht der Woche bezieht sich auf eine Publikation der Stiftung Neue Verantwortung. Die haben einen weiteren ziemlich eindeutigen Beweis geliefert, warum Deutschland einfach nicht vorwärts kommt mit ihrer Digitalisierung. Diese Grafik hier zeigt ziemlich eindrücklich, wie kompliziert es in Deutschland ist, überhaupt nur irgendwas für den Bereich Cybersecurity zu finden, also den richtigen Verantwortlichen zum Beispiel. Und nein, das ist leider eben nicht alles Ländersache, aber eben auch nicht alles Bundessache. Und wenn es im Bund ist, dann gibt es immer noch unfassbar viele Verantwortliche. Das hat selbstverständlich zur Folge, dass absolut niemand weiß, an wen man sich überhaupt wenden muss. Nicht mal die Behörden selbst wissen das, so zumindest meine Erfahrung. Man schiebt also die Verantwortung von einer Stelle an die nächste, bis man Passierschein A38 erlangt hat. Logisch, dass da kaum etwas passieren kann mit diesen ganzen Abhängigkeiten. Wir brauchen uns also eigentlich nicht wundern, aber für die Politiker, die diesem Kanal hier folgen, ich weiß, dass manche von euch politisch aktiv sind, ich sehe tatsächlich einen der wichtigsten Punkte für die Cybersecurity Deutschlands mittlerweile im Abbau von Komplexitäten und Abhängigkeiten. Erst dann können Menschen wieder arbeiten. Das ist teuer und dauert lange, ja, aber danach geht's vorwärts und man hat Kapazitäten für richtige Projekte. Nur ein lieb gemeinter Hinweis. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal.